So, servus liebe Leute. Wir sind bei unserem nächsten Livestream von der 4GAMECHANGER Conference vom Festival und mit uns ist ein super spannendes Startup, zwei Gründer, die sind jetzt im Fashion-Bereich, sieht man sicherlich sozusagen an eurem Outfit, Ilja und Pedram von TrueYou. Herzlich willkommen bei uns im Livestream und danke für eure Zeit. Danke dass wir da sein können. Vielen Dank, danke dir. So, du hast schon recht. Wartest auf deinen Pitch, den leite ich jetzt offiziell. 15 Minuten, ja. Den leite ich offiziell ein. Was macht TrueYou? Vielleicht kurz bevor wir über TrueYou reden, zu unseren Persönlichkeiten oder zu unseren Personen. Wir sind eben 2 von 4 Gründern von TrueYou. TrueYou hat als junges Mode-Startup gestartet in Wien. Ein Modelabel, was vielleicht ein bisschen unkonventioneller gestartet hat, in einer Stadt und in einem Land, was vielleicht, was Mode betrifft, sehr, sehr konventionell ist. Mittlerweile haben wir es geschafft, die Mode, die Brands zu diversifizieren und sind eigentlich mittlerweile eine Lifestyle-Marke, die in Österreich für branchenübergreifende Kampagnen und Kooperationen bekannt ist, unter anderem. Diese Entwicklung würde mich dann wirklich im Detail noch interessieren. Wie schafft man es sozusagen von einem B2C-Modelabel zu einem B2B-Produkt sich zu entwickeln? Aber vielleicht noch zu deinem Background. Was machst du sozusagen? Von wo kommst du? Ja, genau. Also der Ilja und ich haben uns kennengelernt in unserem Studium. Wir beide kommen von der FH Wien und haben Kommunikationswirtschaft studiert. Okay. Ja? Und unsere Wege haben sich im Studium öfter gekreuzt, weil wir viele Projekte umgesetzt haben, unter anderem eben TrueYou dort gestartet. Dann haben sich unsere Wege ein bisschen getrennt. Also er geht gleich darauf ein, was er gemacht hat, aber ich bin eher Richtung Fitness gegangen. Ja? Ich bin momentan Geschäftsführer von dem Homespace Fitness Club in der Hütteldorf im 14. Bezirk und verbinde jetzt meine Leidenschaft mit Fitness mit einer Leidenschaft für Startups, dann gemeinsam mit ihm. Cool, und was ist dein Background? Ja, wie es der Peter angesprochen hat, also wir haben vor 2 Jahren unser Studium abgeschlossen im Bachelor. Und ich habe dann eigentlich sehr schnell erkannt, dass für mich die Selbstständigkeit und das kreative Schaffen im eigenen Interesse einfach der richtige Weg ist. Habe dann TrueYou forciert, sehr, sehr viel Zeit investiert, vor allem in die Diversifikation, dass wir schaffen, von Mode, also über Mode noch einen Schritt hinauszugehen. Habe vor knapp über einem Jahr meinen eigenen Blog gestartet, den ich seitdem auch mehr oder weniger Vollzeit auch betreibe. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass diese ganzen Projekte, die wir machen, sehr, sehr schön ineinander greifen. Und einfach mega viele Synergien da sind. So, und was ist jetzt konkret TrueYou? Was leistet der Startup? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, TrueYou, also wie gesagt, gestartet eigentlich als, ganz überspitzt gesagt, mit einem T-Shirt, was wir im Keller zerschnitten haben, damals. Wir haben jetzt natürlich eine sehr lange Entwicklung hinter uns. Also wir waren dann 2-mal in Folge bei der Vienna Fashion Week vertreten, mit unserer eigenen Show. Dann waren ein paar Meilensteine dabei. Wir waren unter anderem in der British Vogue, was uns sehr, sehr gefreut hat. Verstehen wir immer noch nicht, wie das geklappt hat. Und ja, Ende letztes Jahr haben wir unseren ersten Store aufgesperrt in der Wiener Innenstadt. Das ist so wahrscheinlich der Werdegang überspitzt gesagt. Und mittlerweile ist es so, dass die Mode immer noch ein Kernaspekt ist, aber dass die Marke sehr viel mehr ist. Wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, eine Community aufzubauen, eine Fangemeinde, sage ich mal, mit der wir auch interaktiv in Beziehung treten, viele Veranstaltungen. Das Ganze hat dann zu Kooperationen und Kampagnen geführt. Das mittlerweile, würde ich sagen, TrueYou ist eine Plattform, die ein Modelabel natürlich als Kernstück hat, aber die Leuten die Möglichkeit bietet, ihre Träume zu leben. Und wie funktioniert das B2B-Geschäft? Ihr habt ja gesagt, da steht Agentur, Werbeagentur. Was ist da die Tätigkeit? Das B2B-Geschäft bei uns ist ein recht junges Geschäftsfeld, muss ich mal sagen, aber freut uns beide besonders, weil ich sage immer, das ist unser Handwerk. Das, was wir gelernt haben, Konzeption, Marketing ist unser Herzensprojekt sozusagen. Funktioniert so, dass wir momentan eigentlich aktiv, also sozusagen in Passive-Rolle waren und Anfragen bekommen haben von Firmen, die gesagt haben, hey Leute, wir finden euch cool und wir würden gerne mit euch in Kooperation treten. Wir kennen euch als Brand, wir würden gerne was machen. Und uns dann Sachen gefragt haben, wie kennt ihr eine Agentur, die uns zusammenschweißen kann, die eine Konzeption für uns machen kann? Und wir so, hey Leute, wir sind die Agentur eigentlich. Weil warum sollen wir 2 eine Agentur beauftragen, die das Konzept macht, wenn wir das wirklich gelernt haben und können? Und so haben wir die Chance gehabt, zum Beispiel mit unserem jüngsten Kunden Toyota, eine Kampagne umzusetzen, die aus unserer Feder stammt, zusammen mit unserem reichhaltigen Netzwerk an Produktionsfirmen und anderen Agenturen, die den operativen Part übernehmen für uns. Genau, und das war eine Kampagne, sage ich mal, also es war jetzt ein Initialprojekt. Jetzt gerade sind wir dabei, das Ganze auf ein Jahr auszuweiten, weil das Ganze war wahrscheinlich etwas, was es in der Art und Weise meines Wissens noch nicht gegeben hat. Also ein Modelabel, was es schafft, gemeinsam mit einer Automarke wie Toyota eine gemeinsame Geschichte zu erzählen. Also wir haben überspitzt gesagt, den Werdegang von uns als Label, sage ich mal, vom Underdog, was sich probiert hat zu etablieren in der heimischen Modebranche, bezeichnend zu Toyota. Die sind auch immer darauf erpicht gewesen, sich ständig neu zu erfinden. Diese Geschichten haben wir gemeinsam verschmolzen und gemeinsam erzählt. Und das halt in einer Art und Weise, die vielleicht wirklich doch sehr Wellen geschlagen hat eigentlich in der heimischen Mode- und Medienbranche.
Und wo werdet ihr jetzt vom Business her den Schwerpunkt legen? Ist das sozusagen das Modegeschäft B2C oder wollt ihr B2B stärker wachsen? Ja, es ist eine gute Frage. Wir beantworten und stellen uns die wahrscheinlich jeden Tag neu. Bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ich hoffe, ich spreche jetzt für uns beide, dass wir auf jeden Fall auf die bereits bestehenden Sachen, dass wir die weiterhin forcieren und weiterhin aufziehen und im Zuge dessen ständig, wenn es die Zeit erlaubt, neue Sachen starten. Unter anderem natürlich der Store ist jetzt ein wesentlicher Punkt unseres Geschäfts. Wir haben aber nichtsdestotrotz vor Ende letzten Jahres unsere eigene Influencer- und Werbeagentur gegründet, unter TrueYou sozusagen, ein Kooperationsprojekt. FOLLOW heißt sie, darauf können wir dann vielleicht später nochmal eingehen. Und Anfang des Jahres ein recht kreatives Konzept einer Fitness-Event-Reihe, also Fitness-Clubbings, in Kooperation natürlich mit Homesplace. Darauf kannst du dann später noch näher eingehen. Und ich würde sagen, das alles und all das Potenzial, was uns in unserem kreativen Schaffen vielleicht noch einfällt, ist die Zukunft. Was ist die Fitnessreihe? Klingt cool. Klingt cool, ist es auch. Fitness Festival. Es ist sozusagen Wiens erste lange Nacht der Fitness und Wiens größtes Fitness-Event, was es gibt. Wiens Österreich sozusagen. Geboren aus einer simplen Idee, die vielleicht auch deine Frage vorher beantwortet. Wo legen wir unseren Fokus? Ich glaube, der Fokus von uns liegt dort, wo wir einen Mangel sehen. Wo wir sagen, hey, das fehlt uns. Ja? Und Fitness Festival ist aus der einfachen Idee geboren, wo ich mir gedacht habe, ich hätte doch so gern einen Live-DJ, während ich trainiere. Zum Beispiel, weil diese pulsierende Aura eines Festivals kennt jeder, der auf Tomorrowland war, der auf den Festivals in Wien war, es gibt. Aber das in Kombination mit einem Fitnesscenter, ja, wird zu einer Motivationsoase führen, die es noch nicht gab in dem Sinne. Und unser Ziel war einerseits, die 90% der Österreicher anzusprechen, die bis dato nicht Mitglied sind in einem Fitnessclub. Das heißt, 10% von uns allen machen Sport in einem Fitnessclub, 90% noch nicht. Die Frage für uns war, wie machen wir es für die so convenient und so angenehm und so schön, dass sie einfach motiviert sind herzukommen und einfach einen Abend Spaß haben. Und damit zusammengetan mit guten Freunden von uns, der Good Life Crew, mit dem Attila, der seit 6 Jahren Events erfolgreich in Wien veranstaltet und haben unsere Expertisen fusioniert zu einem riesigen Projekt, was mittlerweile am 6. Mai die 3. Auflage feiern wird, wo über 500 Gäste in Homesplace in Millennium City diesmal, mit über 1000 Quadratmeter größer als letztes Mal, eine lange Nacht der Fitness erleben werden, von 20 Uhr bis 0 Uhr. Heißt das, dass während man solche neue Projekte umsetzt, keine neue Kleidungskreationen entstehen? Nein. Also das ist uns immer auch ganz wichtig, dass das Kerngeschäft weiterhin besteht. Ich denke mal, das ist ein Anspruch, den wir uns selbst stellen, weil wir natürlich wissen, dass wir, was Mode und Fashion betrifft, ein gewisses Standing in Österreich haben mittlerweile. Und das gibt es beizuhalten. Also parallel dazu, wir haben gerade vor 2 Wochen unser nächstes Lookbook für dieses Jahr in Tokio geshootet, weil wir natürlich schon in intensiven Vorbereitungen für die Vienna Fashion Week 2017 sind. 16.09. ist übrigens unser Showtag, ist ein Samstag. Das heißt, da wird es wieder eine Fashion-Show auf der Fashion Week geben, wo wir persönlich hoffen, dass wir es wieder schaffen, ein Zeichen zu setzen. In welchem Preisbereich bewegt ihr euch mit dem Modelabel? Was kostet ein Outfit? Top gekleidet übrigens. Ja, also mittlerweile sind wir so weit, dass wir natürlich auch gewusst haben, wir sind ein relativ junges Label. Wir selbst sind jetzt vielleicht auch noch nicht in so fortgeschrittenem Alter. Das heißt, unsere Zielgruppe ist tendenziell jünger. Das heißt, wir haben wahrscheinlich probiert und es mittlerweile auch umgesetzt, dass wir Produktlinien haben. Also wir haben Produkte, die natürlich ein gehobener, also ein älteres Klientel vor allem ansprechen. Da sind dann preislich, bewegen wir uns im 200 bis 300 Euro von den Teilen. Und dann gibt es aber auch günstigere Sachen, die natürlich auch eine jüngere Community ansprechen. Cool. Wie geht ihr, das ist für mich natürlich immer spannend, wie geht ihr das Marketing an? Ja, ich glaube, soziale Medien spielen eine wichtige Rolle. Wie seid ihr da gut aufgestellt? Beim Marketing stützen wir uns klassisch auf neue Medien, sage ich jetzt einmal. Unser Anspruch ist es, unsere Zielgruppe direkt zu erreichen. Also wir definieren Zielgruppen nicht nach Alter oder irgendwas, sondern nach wirklich Verhalten. Und wir kennen unsere Zielgruppe sehr gut. Ich glaube, da sind wir ziemlich Pionier in dem Bereich, zu sagen, dass wir wissen, wer uns folgt, wir wissen, wer unsere Leute sind. Und wissen, wo sie sich rumtreiben und wissen, dass sie sich hauptsächlich auf Social Media rumtreiben, sozusagen. Ja? Und da wir sehr stark mit Influencern arbeiten, nicht zuletzt wegen unserem Blogger des Jahres, Ilja, hier, ist das auch unser Hauptfokus, unser Kerngeschäft, dass wir diese Kampagne umsetzen. Auf klassische Medien tun wir dann zurückgreifen, wenn unsere Partner, also unsere B2B-Kunden es wünschen. Und es einfach Sinn macht, sagen wir es mal so. Jetzt verzeih bitte meine Ignoranz. Ich folge dir auf Instagram, habe aber nicht die Zahl im Kopf, wie viele Follower du dort hast. Also ich persönlich oder mein ganzes Netzwerk? Du persönlich einmal? Immer 20.000. Und dein ganzes Netzwerk? Also ja, das Ding ist relativ schwer zu beschreiben. Wir haben ja natürlich das Modelabel, das ist TrueYou, da sind wir, glaube ich, bei 8.000, sowas.
Dann haben wir die Agentur, wir haben die Good Life Crew als Partner von uns. Also das Schöne bei uns ist, glaube ich, dass wir ein Netzwerk haben und das alles in einer sehr kleinen Community vor allem insoweit bedienen, dass wir ständig die Möglichkeit haben, mit Partnern und Freunden zu arbeiten. Das ist eigentlich eine Chance, die wir weiterhin sehr gerne wahrnehmen vor allem. Ist man mit 20.000 Follower auf Instagram auf deiner persönlichen Seite in Österreich auch schon ein Influencer? Ich habe letztens, lustig, dass du das fragst, ich habe letztens bei einem Talk sozusagen, bin ich näher darauf eingegangen, meiner Meinung nach kann jeder ein Influencer sein. Es geht nicht um Zahlen, sondern es geht um die Möglichkeit oder die Tatsache, wenn man eine gewisse Zielgruppe, egal in welcher Gewichtung, beeinflussen kann. Ob es jetzt eine nachhaltige Kaufentscheidung ist oder zu einer Persönlichkeit, also zu einer Meinungsbildung. Dann bist du ein Influencer. Das kann die Oma sein, das kann der beste Freund sein, das kann der Partner sein. Jeder, der dir irgendwie eine Meinung in den Kopf setzen kann, ob Person oder Marke, ist ein Influencer. Okay. Vielleicht noch ein bisschen auf die Zahlen blickend, ja, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wovon wir reden. Ihr lebt von dem Business, das ihr betreibt, verdient ihr Geld, wie viel Umsatz ist das, wie viele Kunden, wie viele Mitarbeiter, vielleicht ein paar Zahlen. Okay, also genaue Zahlen werden wir jetzt nicht nennen. Also was ich sagen darf, ist, uns geht's sehr gut. Ja, wir können mittlerweile sagen, wir können von unserem Startup leben. Ja, unser Umsatz bewegt sich im sechsstelligen Bereich, dass man das vielleicht so sagen darf. Und Mitarbeiter, ja, unser Kernteam aus 4 Leuten steht. Aber wenn man alle projektbezogenen Mitarbeiter mit einbezieht, unsere Projektleiter, unsere Abteilungsleiter de facto, sind wir bei zwischen 10 und 15 Mitarbeitern, wobei wir ein paar Freelancer dazu zählen. Ja. Ich glaube, wir sind für ein Unternehmen, was die Umsatzzahlen schreibt, die wir schreiben, relativ klein, was Mitarbeiter angeht. Das liegt daran, glaube ich, dass wir einfach gelernt haben, unsere Zeit sehr gut zu nutzen und nur dort outzusourcen, wo wir wirklich ganz effizient sehen, okay, da wollen wir wen haben. Und projektbezogen. Vor allem auch projektbezogen, weil es bei uns halt wirklich so ist, es gibt Dinge, die man wirklich 1:1 aus der betrieblichen Tätigkeit rausnehmen kann. Das ist ein eigenes Projekt, eine eigene Kampagne oder eine eigene Umsetzung und dann gibt es Leute, die das betreuen und umsetzen. Und wenn man die Geschäftsfelder ein bisschen auseinanderhält, das musst du jetzt nicht alles beantworten, aber nur ein bisschen so die grobe Aufteilung. Wie viel kommt aus dem Modebusiness? Wie viel kommt aus dem Agenturenbusiness? Kannst du ein bisschen die grobe Aufteilung nennen? Grobe Aufteilung ist auch schwer, muss ich sagen. Also man muss sagen, Mode ist halt unser ältestes Standbein, de facto. Also Mode macht noch einen sehr guten Umsatz für uns. B2B ist natürlich ein Bereich, jeder, der da arbeitet, der weiß, dass B2B ein sehr lukrativer Bereich sein kann. Aber nur solange du das lieferst, was du versprichst. Das heißt, B2B hat sich für uns ein sehr, ich sag mal, zufriedenstellendes Standbein entwickelt. Und überraschenderweise sind die Projekte, die wir dieses Jahr gestartet haben, für uns auch mit relativ hohem Wachstumspotenzial verbunden. Sprich, die haben sich sehr schnell in einem prozentualen Bereich etabliert, wo wir sagen, das hat uns ein bisschen überrascht. Wir sagen, hey, das freut uns sehr, weil wir in den ersten 3-4 Monaten schon so viel Umsatz machen durch diese Projekte, werden wir künftig sicher einen Shift sehen in der prozentualen Verteilung. Okay. Künftig ist ein gutes Stichwort. Wo geht die Reise hin? Was ist die große Vision? Das ist eine gute Frage. Die stellen wir uns wahrscheinlich auch jeden Tag neu. Ich würde sagen, grundsätzlich es gibt kein ultimatives Ziel, worauf es hinauslaufen soll, sondern wir wollen weiterhin die Möglichkeit haben, kreative und innovative Ideen, die wir selber haben oder die durch unser Netzwerk an uns herangetreten werden, zu realisieren. Und mittlerweile haben wir die Freiheit, sage ich mal, dieses zu probieren, solange wir die zeitlichen und vielleicht finanziellen Ressourcen haben. Und ich glaube, dass das so die ultimative Vision ist, dass wir ständig Ideen haben können und diese auch umsetzen. Was sind so die großen Modetrends heuer, wenn wir jetzt davon reden, dass es eine Fashion Week geben wird, kann man das nennen? Ist schwarz ein Trend? Ich würde, was Modetrends betrifft, immer sehr vorsichtig antworten, weil meiner Meinung nach sind Trends etwas, die, sagen wir mal, vom Umfeld geprägt werden. Also ich habe da immer ein Beispiel, was ich bringe, was sich auf Personen beschränkt. Du bist immer der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das ist etwas, was ich auf die Modebranche mit auslegen würde, weil je nachdem, in welcher Stadt du bist, in welchem Umfeld, in welchen modischen, sag ich mal, Welten du dich befindest, dann definierst du und nimmst du Trends auch ganz anders wahr. Deswegen würde ich sagen, dass Trends etwas sind, was man vorgibt, bis zu einem gewissen Grad, aber die tatsächliche Chance und das tatsächliche, was wir persönlich versuchen, ist, dass wir es schaffen, zeitlose Trends zu schaffen, die man 1:1 auf andere, sage ich mal, Felder auslegen kann. Cool. Was ich noch fragen würde, ja, wir sind da beim Game Changer Festival 4GAMECHANGER. Was ist für euch ein Game Changer? Habt ihr da eine eigene Definition dafür? Also welche Person ist das? Für mich ist es eine Person, das liegt mir auch sehr am Herzen, nicht nur redet, sondern macht. Also in Wien vor allem ist das Suderantentum etwas, was uns alle prägt, immer und jeden Tag aufs Neue konfrontiert. Und ich muss sagen, ich habe größten Respekt vor Menschen, die
nicht nur eine Problemstellung zu mir bringen, sondern eine Lösung. Ja? Ob die Lösung funktioniert oder nicht, ob sie gut ist oder nicht, das ist mir im ersten Moment komplett egal. Ich ziehe meinen Hut vor jedem, der sagt, hey, ich habe ein Problem erkannt und ich rede nicht nur darüber, ich komme und mache. Ich setze meine Träume um und das ist für mich ein Gamechanger in jedem Bereich. Siehst du das auch so? Absolut, also ich würde gleich da eigentlich einhaken. Für mich ist ein Gamechanger auch jemand, der und das geht eigentlich genau Hand in Hand mit dem, was der Pedram gesagt hat, ist eine Art zu denken. Jemand, der eine gewisse Art zu denken hat, eben natürlich den Problemlösungsansatz und auch ständig diesen Anspruch an sich selbst, sich weiterzuentwickeln. Also wirklich, das ist auch immer unser Credo, was wir anderen Leuten näher bringen und das ist auch so die Firmenphilosophie ein bisschen. Reinvent yourself ist unser Anspruch an uns selbst, weil das einfach ständig von Tag zu Tag immer wieder ins Gespräch kommt. Und das auch letztlich dann unendliches Potenzial bringt. Super, ich finde, mit dem Mindset werdet ihr noch einiges reißen. Wir werden euch da gerne weiter begleiten. Abschließend vielleicht, ihr seid zwar junge Gründer, aber habt doch schon einiges aufgestellt. Gibt so aus eurem bisherigen Weg 2, 3 Tipps für die Community, für die Leute, die vielleicht erst beginnen? Ja. Es ist passend, wir haben Anfang des Jahres mit einem Magazin 3 Tipps für junge Gründer sozusagen definiert. Da würde ich vielleicht drauf eingehen, weil es einfach, glaube ich, noch immer passt. Das erste war etwas, was wir erkannt haben in unserer Geschichte, dass das Netzwerk das allerbeste Asset ist, was du als junger Gründer vor allem haben kannst. Deswegen Better Together ist so unser Credo. Sei dir dessen bewusst, dass dein Umfeld mitunter dein bester Support ist. Egal in welcher Art und Weise. Deswegen ist es für junge Gründer vor allem ganz, ganz wichtig zu networken, Leute kennenzulernen, branchenübergreifend Kontakte zu knüpfen. Das zweite, was wir, glaube ich, vorschlagen würden, wäre Develop yourself, also arbeite an dir selber. Stillstand ist natürlich der größte Killer für kreative Ideen. Schau, dass du dich ständig weiterentwickelst. Arbeite an dir selber, bilde dich fort. Schau, dass du dir Skills aneignest, die du vielleicht gestern noch nicht hattest. Und das letzte Abschließende meiner Meinung nach ist, harte Arbeit zahlt sich auch wirklich aus. Also man muss sich dessen bewusst sein, dass man extrem viel Zeit, Schweiß und Energie investieren muss. Aber wenn man da weiß, warum man das Ganze macht, glaube ich, dass es sich immer wieder auszahlen wird. Gibt es dem noch was hinzuzufügen? Ja, eigentlich 2 weitere. Also die 3 muss ich erweitern um 2, weil wir das eben vor kurzem auch gefragt wurden. Was mir sehr am Herzen liegt, ist mein 168-Stunden-Tipp. Ja, muss ich einfach dazu sagen, die Woche hat 168 Stunden. Das ist mein Mindset. Und ich sehe sehr viele angehende Gründer, die an dem Initialfunken scheitern, weil sie sagen, ich gehe das Risiko nicht ein, mein bestehendes Leben wegzuwerfen, dafür, dass ich jetzt was Neues schaffe. Das Risiko ist zu hoch. Das Risiko ist dann zu hoch, wenn ich das Alte wegwerfe. Aber die Wahrheit ist, man kann mit einem Vollzeitjob, einem ausgeprägten Sozialleben und genug Schlaf eigentlich einen zweiten Vollzeitjob aufnehmen. Wenn man sich die Zeit richtig hat. Ich habe es mal ausgerechnet, es sind über 50 Stunden, die übrig bleiben würden in der Woche, weil wir Menschen gar nicht merken, wie viele Leerzeiten wir am Tag haben. Eine Leerzeit in der Produktionsschleife ist eine Zeit, wo eine Maschine nicht arbeitet. Und bei Menschen genau dasselbe. Wenn wir U-Bahn fahren, was machen wir dann? Hören wir Musik oder lesen wir? Wenn wir daheim sitzen und essen, was machen wir? Schauen wir einen Film an oder schauen wir uns einen TED-Talk an und bilden uns weiter? Ja? Wenn man die Leerzeiten nutzen lernt, kann man sich weiterbilden, was Ilja gesagt hat. Und die 168 Stunden so nutzen, dass man mit Sicherheit ein Einkommen aufbaut nebenbei und im Endeffekt irgendwann ganz rübersteigen kann. Und der zweite Tipp, den ich ganz schnell sagen möchte, ist einfach fail, but fail forward. Das heißt, keine Angst, Fehler zu machen. Es wird passieren, macht Fehler, aber wenn ihr Fehler macht, lernt daraus. Das heißt, fail forward heißt, mach einen Fehler nach dem anderen und lernen. Wird immer besser mit jedem Fehler, weil irgendwann wird dein größter Fehler dein größter Erfolg werden. Noch was dazu? Das ist es. Das sagt alles. Das sagt alles. Das mit den zwei Jobs parallel und so weiter, das ist ein Thema, das man sich vielleicht detaillierter anschauen muss. Es kann durchaus funktionieren. Absolut. Aber es gibt natürlich auch die Downsides davon, Fokus verlieren, sich verzetteln und vielleicht, ich könnte jetzt neben dem Brutkasten keinen zweiten Job, glaube ich, aufbauen. Aber es ist trotzdem wichtige Erfahrung und durch Produktivitätssteigerung und Mindset, auf das kommt es an. Ja? Absolut, da stimme ich da vollkommen zu. Es ist nicht was für jeden. Ich kenne sehr viele Gründer, die gesagt haben, hey, all or nothing, all in. Und ich lasse das, was ich gemacht habe, vorher sein. Das hat gut funktioniert. Und ich glaube, dass es oft der Punkt ist, wo viele einfach sagen, hey, ich traue mich nicht drüber. Und es ist sehr schade, weil so viele gute Ideen da draußen schlummern, die nie umgesetzt werden. Verstehe, das ist ein guter Punkt. Das heißt, wenn man eine Idee hat und einen Job, dann kann man durchaus neben dem bestehenden Job einmal das Terrain vorbereiten und dann den Switch machen. Verstanden? Sorry, ich habe es falsch verstanden. Nein, ich finde es gut, eine andere Meinung zu haben, weil keine Meinung ist final und wir wachsen am Feedback. Ja, cool. Wo können euch die Leute finden? Prinzipiell natürlich bei unseren jeweiligen Projekten. Also wenn man jetzt auf die Mode auslegt, direkt bei unserem Store, das ist die Johannesgasse 17 im 1. Bezirk. Da ist auch parallel dazu unser Office. Das heißt, da wird einer von uns 4 sicherlich immer da sein. Und prinzipiell natürlich online auf unserer Webseite. Das ist jetzt beim Modelabel www.TrueYou-fashion.com. Bei unserer Influencer-Agentur wäre das followAustria.com. Und im ganz
sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes, kontaktieren. Man findet uns. Wir sind ganz, ganz offen für neue Anfragen, weil wir prinzipiell auch immer schauen, dass wir uns weiterentwickeln und, um wieder zu den Tipps zu kommen, unser Netzwerk auszubauen. Und ich glaube, da sind wir immer offen für kreative Ideen, Feedback, Kritik, egal was es ist. Wir freuen uns drüber. Super, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich glaube, ihr seid echt top dahinter. Ihr habt echt schon was aufgebaut. Werden euch weiter gerne begleiten und beobachten. Super Sache. Vielen Dank für die Zeit. Danke für eure Zeit und bis bald. Ja, danke nochmal. Dankeschön, bis bald. Viel Glück da draußen. Viel Glück auf jeden Fall. So, das war's jetzt mit diesem Livestream. Ich glaube, wir haben noch einen im Petto. Melden uns in ein paar Minuten wahrscheinlich oder auch nicht. Schauen wir mal, was wir zusammenbringen.